The Circle of Influence, das berühmte Modell von Stephen Covey für Führungskräfte, Manager und auch aus meiner Sicht ganz wichtig im Bereich der Resilienz. Worum geht's? Es geht darum zu unterscheiden, was ist mein direkter Einflussbereich, da wo ich entscheide. Circle of Control. Wo ist der Bereich, wo ich indirekt Einfluss nehmen kann, also wo ich Dinge mitentscheiden kann oder Entscheidungsvorlagen, wo ich gut sozusagen einwirken kann, um zu dem beizutragen, was mir wichtig ist. Sogenannte Circle of Influence. Das gibt dem Modell auch den Namen. Und es gibt den Bereich, der außerhalb meiner Einflusssphäre liegt. Der sogenannte Circle of Concern. Das heißt, das wird häufig als etwas Problematisches erlebt. Und jetzt kommt der Clou. Ich kann dieses Modell genau dafür nehmen, dass ich unterschiedliche Strategien anwende und vor allem Klarheit schaffe, eine klare Abgrenzung. Die Themen, die ich nicht beeinflussen kann, dafür kann ich auch keine Verantwortung übernehmen. Denn das ist eines der Top 5 Resilienzthemen. Verantwortungsübernahme für Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Aber nochmal zurück zum Modell an sich. Einflussnahme, also Circle of Control, bedeutet, ich kann entscheiden, ich muss vor allem darum mich kümmern, dass ich Modelle nutze, um zu strukturieren, wie die Eisenhower-Matrix. Ich muss in die Umsetzung kommen, ich muss priorisieren und idealerweise schaffe ich es zeitnah, auch meine Dinge zu erledigen. Relativ klar. Circle of Influence bedeutet, ich muss über Bande spielen. Ich muss andere involvieren. Ich muss dafür sorgen, dass eine gute Informationslage existiert. Ich muss gucken, wen brauche ich denn als Verbündeten? Mit wem kann ich denn vielleicht auch gemeinsam noch etwas verändern? Ja, also schönes Beispiel, Teammeetings. Meistens ist es nicht so einfach, mal einfach Agenda oder Struktur von regelmäßigen Meetings zu verändern. Aber wenn ich Mitstreiter finde, wenn ich die anderen davon überzeugen kann, wenn ich Mehrwerte aufzeigen kann, stehen die Chancen meistens ganz gut, dass sich etwas verändert und das auch in meinem Sinne. Und dann gibt es Dinge wie das Wetter. Ja, also ich persönlich kann das Wetter von heute, von morgen nicht beeinflussen, egal ob in Heidelberg, München oder Lissabon. Aber ich persönlich kann mich dazu verhalten. Ich kann das als Restriktion erkennen und mich eben entsprechend auf einer pragmatischen Seite anders anziehen, in den Flieger steigen und woanders hinfliegen oder beispielsweise einfach sozusagen meine Lokation an sich verändern und, wenn es gar nicht anders geht, zu Hause arbeiten, sodass das Wetter mir relativ wenig anhaben kann. Das heißt natürlich, ich habe vielleicht eine gewisse Unzufriedenheit, aber das ist ja auch gut so. Das heißt, ich arbeite mit Lösungen, die gern bezeichnet werden als zweitbeste Lösungen. Ich arbeite auf der Beziehungsebene, ich habe die Unzufriedenheit und das ist auch okay so. Ja, weil ich tue was dafür, dass es in Zukunft für mich besser wird, aber bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen. Und das Beste an diesem Modell aus meiner Sicht ist nochmal, kann man sich auch gerne den Film Die Maske des Zorro mit Antonio Banderas anschauen. Es gibt uns einfach nochmal den Hinweis, ganz bewusst den eigenen Einflussbereich zu erweitern, zu gucken, wo spielt für mich die Musik, wie kann ich mich da gut bewegen und wo muss ich einfach auch Grenzen akzeptieren und damit entsprechend umgehen. Viel Spaß, viel Freude damit, dass es euch nicht nur besser geht in den Projekten, sondern dass ihr eben auch resilienter und gesünder durch den Business-Alltag und das Privatleben kommt. The Circle of Influence, auf geht's!